Hallo und herzlich willkommen in Buriram, wo ich euch heute ein paar Dinge erzählen möchte, die mir in den letzten 10 Jahren hier im Straßenverkehr in Thailand so aufgefallen sind. Fangen wir mal mit ein paar grundsätzlichen Dingen an. Als ich zum ersten Mal meinen Thai-Führerschein hier gemacht habe, das war vor 6 Jahren, glaube ich, ungefähr. Das war damals in Pattaya bzw. Bangla-München, war ich erstaunt, dass die offiziellen Straßenverkehrsregeln im Grunde genommen ganz ähnlich sind wie in Deutschland. Der Unterschied ist hier natürlich in der Anwendung, ne? Viele Regeln interessieren hier schlicht und ergreifend keine Sau. Und deshalb halten wir uns auch nicht lange mit den offiziellen Regeln auf, sondern klären lieber, wie ihr im Alltag hier im Straßenverkehr in Thailand überlebt. Wie ist es eigentlich mit dem Führerschein? Könnt ihr mit eurem deutschen Führerschein hier in Thailand Auto fahren oder Moped fahren? Nein, könnt ihr nicht. Ihr braucht mindestens, wenn ihr im Urlaub seid, den internationalen Führerschein. Und ihr müsst natürlich den Führerschein haben für das Fahrzeug, das ihr hier führen wollt. Also wenn ihr einen deutschen Autoführerschein habt und in Thailand euch aber ein Motorbike mieten wollt und damit ein bisschen um die Insel cruisen wollt, wo auch immer ihr euch aufhaltet, dann braucht ihr einen Motorradführerschein. Das ist ja nicht anders als in Deutschland auch. Und es ist auch zu empfehlen, zumindest schon mal auf einem Motorrad gesessen zu haben. Es reicht übrigens auch nicht. Es gibt ja mitunter Führerscheine in Deutschland, gerade so die alten. Ich habe auch noch einen uralten Führerschein, wo mir auch erlaubt ist, ich glaube, bis 120 CCM auch Motorbikes zu fahren. Leichtkrafträder hieß das früher mal im deutschen Beamtendeutsch. Und das interessiert hier in Thailand niemand. Du brauchst, wenn du in Thailand ein Moped fahren willst, ein kleines, ein großes, ein sehr großes, brauchst du einen Motorradführerschein. Punkt, fertig, aus. Generell ist es so, dass für Kurzaufenthalte, also so bis Touristenvisum, wird der internationale Führerschein akzeptiert. Wenn ihr langfristig hier lebt, tatsächlich, also mit dem Jahresvisum ausgestattet seid, dann wird auch von euch erwartet, dass ihr einen Thai-Führerschein habt. Und da würde ich dann auch empfehlen, den zu machen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Erstens ist es relativ leicht, zweitens ist es relativ günstig und drittens bringt euch der Thai-Führerschein eben auch ein paar klitzekleine Vorteile. Zum einen könnt ihr euch damit ausweisen, da ist nämlich auch eure Reisepassnummer mit drauf abgedruckt. Das heißt, ihr müsst euren Reisepass nicht dabei haben. Es reicht dann eben diese kleine Checkkarte. So sieht die im Übrigen aus. Das ist ein Thai-Führerschein. Und es gibt sogar an ein oder anderen Stelle Ermäßigungen. Also so, wenn ihr in Nationalparks fahrt, dann wird euch eben nicht der Verlangpreis berechnet, sondern der Thai-Preis. Wenn ihr in Pattaya seid, gibt es dieses, wie heißt das? Art of Paradise, glaube ich, heißt das. Und da kommt ihr eben auch mit dem Thai-Führerschein zum Thai-Preis tatsächlich rein. War jedenfalls so, als ich das letzte Mal da gewesen bin. Wie ihr einen Thai-Führerschein beantragt, wie ihr ihn macht, was euch das kostet, wie die Prüfung abläuft, dazu mache ich dann nochmal ein eigenes Video. Ansonsten, klar, der grundsätzliche Unterschied zwischen deutschem Straßenverkehr und thailändischem Straßenverkehr ist, ihr fahrt in Thailand auf der linken Seite und damit sind dann eben auch bestimmte Regeln entsprechend angepasst. Theoretisch gilt in Thailand auch links vor rechts, also so analog zu dem rechts vor links in Deutschland, gilt jedenfalls auf dem Papier eben hier auch links vor rechts. In der Praxis ist es so, dass an einer Kreuzung derjenige Vorfahrt hat, der da zuerst ankommt und der im Zweifel auch das größere Fahrzeug hat. Also ich würde mich auf einem Moped sitzen niemals darauf berufen wollen, dass ich Vorfahrt habe, wenn der Pickup-Truck schon Gas gibt und gerade aus der Seitenstraße reingeschossen kommt. Also immer daran denken, wichtig ist nicht, was auf dem Papier steht und ob ihr jetzt Vorfahrt gehabt hättet. Das hilft euch relativ wenig, wenn ihr dann mit gebrochenen Knochen im Krankenhaus liegt. Links abbiegen ist hier auch erlaubt bei roter Ampel, jedenfalls dann, wenn es keine Linksabbiege-Pfeil gibt. Wenn der rot ist, dann dürft ihr nicht fahren. Auch da, das ist alles eher so, wie es auf dem Papier steht. Im Zweifel fährt jeder Thai mindestens an der roten Ampel grundsätzlich einfach, wenn da kein Verkehr kommt, dann fährt er. Dann, wenn ihr geradeaus fahrt, wenn ihr an eine T-Kreuzung kommt und ihr also auf der Hauptstraße bleibt und von der Seite eben eine Straße einmündet, dann könnt ihr auch geradeaus bei Rot weiterfahren in der linken Spur, wenn die linke Spur nicht mit einer entsprechenden Markierung, einer Stoppmarkierung sozusagen ausgezeichnet ist. Das fällt einem erst auf, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat. Die Frage, wer hat Vorfahrt, habe ich gerade schon kurz angesprochen und so würde ich auch verfahren oder euch raten zu verfahren. Grundsätzlich Fußgänger haben niemals Vorfahrt. Fußgänger sind das schwächste Glied und Einheimische haben kein wirkliches Verhältnis zu Fußgängern auf der Straße und haben eben auch keinen Reflex, wenn man einen Fußgänger auf der Straße sieht, dann die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ja, das ist halt einfach in Thailand nicht so. Der Fußgänger ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich. Und auch wenn da ein
Fußgängerüberweg ist und Zebrastreifen, dann bedeutet das nicht, dass die Autos verpflichtet sind anzuhalten. Jedenfalls in der Realität ist es so, dass die allerwenigsten anhalten werden. Deshalb immer als Fußgänger, wenn ihr eine Straße überqueren wollt, ein bisschen auf den Flow achten, ne? Also ein bisschen gucken, ein bisschen den Abstand zu dem nächsten kommenden Fahrzeug und dessen Geschwindigkeit einschätzen und dann halt eben losgehen. Wenn ihr auf der Straße steht und ihr merkt, ihr habt die Geschwindigkeit des auf euch zukommenden Fahrzeugs etwas falsch eingeschätzt, dann auf keinen Fall, niemals nie so machen. Stopp! Also dem Autofahrer signalisieren, du hast jetzt für mich zu stoppen. Das wird ungern gesehen und da fühlen sich Autofahrer dann mitunter auch herausgefordert. Das solltet ihr also sein lassen. Wenn ihr sowas macht, dann gebt ihr euer Leben in Gottes Hand. Und das würde ich im thailändischen Straßenverkehr eher nicht machen, denn Gott ist in Thailand auch nur ein Pharang. Ne? Der ist ja auch nur Ausländer, der hat ja auch nichts zu sagen. Also, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr schon in der Mitte einer 5-spurigen Straße seid und jetzt irgendwie noch vorankommen müsst, dann ein kurzes Y andeuten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrer dann ein bisschen vom Gas geht und euch die Chance gibt, noch über die Straße zu kommen. Jedenfalls eher, als wenn ihr ihm befehlen wollt, du hast jetzt hier anzuhalten für mich. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Ansonsten gelten tatsächlich und werden mitunter eben auch tatsächlich durchgesetzt die Regeln für zu schnell fahren, rot über die Ampel fahren, kein Helm aufhaben. Das wird mal so gehandhabt. Ne? Also oft sehe ich, dass viele bei roten Ampeln über die Ampel drüber fahren. Ihr dürft nicht unterschätzen, dass hier sehr, sehr viele Ampeln tatsächlich auch mit Blitzern ausgestattet sind. Die sehen aber in Thailand anders aus als in Deutschland. Das sind nicht die vertrauten Blitzerkästen, wo es dann auch Peng macht, wenn ihr drüber fahrt und das also merkt, sondern das sind relativ kleine Kameras, die eben hinter der roten Ampel, teilweise auch hinter euch, also manchmal vor euch und manchmal hinter euch hängen und die einfach Klick machen, ohne dass ihr das merkt, und dann bekommt ihr ein paar Wochen später dann Post. Diese Post sieht dann ungefähr so aus oder auch so. Also das passiert einem einfach, wenn man in Thailand sich aktiv am Straßenverkehr beteiligt, dass man solche Post dann eben auch mal bekommt und dann muss man eben auch das Strafgeld bezahlen. Bei Rot über die Ampel, das kann funktionieren, wenn man sich auf den Seitenstreifen begibt und dann, das machen die Thais so. Ne? Und deshalb habe ich es mir mittlerweile irgendwie an der einen oder anderen Stelle auch mal angeschaut. Das scheint der Blitzer nicht mehr abzudecken. Man lernt natürlich mit der Zeit, wenn man länger hier lebt, auch ein bisschen, an welcher Stelle sind Blitzer, und insbesondere welche Ampeln sind mit Blitzern ausgestattet. Das sind tatsächlich mehr, als man denkt. Und ja, besser anhalten und eben warten. Das Leben ist noch lang genug. Da kommt es jetzt auf 2 Minuten an der Ampel stehen auch nicht drauf an. Kein Helm aufzuhaben wird in der Regel, mindestens hier so auf dem Land, nicht wirklich exekutiert. In den Großstädten scheint das so ein bisschen eine gute und gern gesehene Einnahmequelle zu sein. Das heißt, wer da ohne Helm fährt und dann in eine der regelmäßigen Verkehrskontrollen gerät, der muss dann eben bezahlen und ja, munter putzen und weiter geht's. Der Bußgeldkatalog, der wird hier so ein bisschen ausgelegt, je nachdem, wie knapp man gerade bei Kasse ist, in der jeweiligen Provinz oder in der jeweiligen Stadt. So kommt es einem jedenfalls vor. Der offizielle Bußgeldkatalog sagt, und das zitiere ich mal, 200 Baht für das Fahren ohne Führerschein oder wenn ihr nicht in der Lage seid, auf Aufforderung einen Führerschein vorzuzeigen. 400 Baht wegen rücksichtslosem Fahren, was auch immer das sein mag. 400 Baht bei einer Verkehrsbehinderung, wenn euch die Karre auf der Kreuzung verreckt und ihr nicht mehr wegkommt, das ist mir kürzlich passiert, dann kann es eben sein, dass ihr dafür sogar noch bestraft werdet mit einem Bußgeld von 400 Baht. 400 Baht auch für das Versäumnis anzuhalten oder den Weg frei zu machen oder sich beim Annähern eines Notfallfahrzeugs auf der linken Fahrspur zu halten. Das ist etwas, was mir hier in Thailand wirklich Sorgen macht, nämlich Sorgen davor, dass ich nicht mal in die Notlage geraten möchte, in einem dieser Krankenwagen drin zu liegen, mit einem Herzinfarkt und dringend ins Krankenhaus gebracht zu werden. Denn niemand, wirklich niemand, interessiert sich dafür, dass hinter einem ein Fahrzeug, ein Notfallfahrzeug mit Blaulicht auf einen zukommt. Das wird einfach ignoriert. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig und ich finde es auch merkwürdig, dass die Notfallfahrzeuge da wenig auf Durchsetzung ihres Vorfahrtsrechts setzen. Die warten auch ganz höflich an der roten Ampel, warten die bis grün ist. Okay, nicht mein Land, nicht meine Gesetze. Aber jedenfalls das droht euch, wenn ihr ein Notfallfahrzeug behindert.
könntet ihr mit 400 Baht bestraft werden. Scheint aber in der Realität nicht zu passieren. 500 Baht für die Überschreitung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Das war dieser Fall hier. 500 Baht auch für das Nichtbeachten von Verkehrszeichen und 500 Baht für das Nichtbeachten von Ampeln. Das war der hier. Und 500 Baht für das Fahren auf Bürgersteigen. Interessiert in der Praxis keine Sau, auf Deutsch gesagt. 500 Baht für das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt. Auch das scheint mir eher so zu sein, dass jeder sein Mobiltelefon in der Hand hat, wenn er fährt. Anders kann ich mir das eigentlich nicht wirklich erklären, dass wenn die Ampel umspringt von Rot auf Grün, dass es dann ungefähr 3 bis 4 bis 5 Sekunden dauert, bis das erste Fahrzeug dann endlich anfährt. Das ist sehr, sehr nervig, gerade wenn man es eilig hat. Und dass das ewig lange dauert und die Reaktionszeiten einfach extrem langsam sind hier in Thailand. Aber es ist, wie es ist. Und 500 Baht für das Parken und Verlassen von liegen gebliebenen Fahrzeugen, die dadurch den Verkehr behindern. Und das ist eine ähnliche Situation wie die ich gerade geschildert habe. Mir fährt das Auto in der Mitte der Kreuzung und was soll ich anderes machen? Also ich kann entweder behindern oder ich kann das Fahrzeug verlassen und Hilfe rufen. In beiden Fällen kostet es mich halt. Dann ein praktischer Tipp. Und das ist nichts, was jetzt wirklich irgendwo geschrieben steht. Versucht die Hupe so wenig wie möglich und sehr dosiert einzusetzen und versucht nicht Dauer zu hupen, also lang zu hupen und versucht keine Konfrontation durch Gestikulieren oder sonst irgendwie was im Straßenverkehr anzufangen. Wenn euch euer Leben lieb ist oder mindestens eure körperliche Unversehrtheit und Gesundheit, dann solltet ihr das nicht machen. Erstens ist Hupen laut und nervig. Und es bringt eben die Aufmerksamkeit auf euch und auf denjenigen, den ihr da anhupt. Der verliert dadurch möglicherweise sein Gesicht oder glaubt jedenfalls, das Gesicht zu verlieren. Und wenn Thais den Eindruck haben, dass sie gerade blamiert werden vor mehreren Menschen, vor einer größeren Ansammlung von anderen Verkehrsteilnehmern, dann können die reagieren in einer Art und Weise, die man schwer vorhersagen kann, um sehr, sehr vorsichtig zu sagen. Also es sind da schon ganz, ganz böse Geschichten passiert. Der holt seinen Baseballschläger aus seinem Kofferraum raus und traktiert eure Windschutzscheibe oder wenn keine Windschutzscheibe da ist, weil ihr auf dem Moped sitzt, traktiert er vielleicht euch. Mitunter haben viele Thais halt auch Waffen im Auto und auch das hat schon gegeben, dass dann eben aus dem fahrenden Auto geschossen wird. Ja. Also generell im thailändischen Straßenverkehr sterben Menschen und eben nicht nur bei Unfällen, sondern eben mitunter auch, weil man sich da respektlos verhalten hat. Sollte man nicht machen. Also ich bin selber auch jemand, der schnell mal auf die Hupe drückt, aber das ist keine gute Idee. Und jede Konfrontation, wie gesagt, vermeiden, so gut es irgendwie geht. Wie funktioniert denn der Straßenverkehr generell in Thailand? Und wie überlebt man am einfachsten? Und das ist im Grunde genommen so wie überall in Asien die ungeschriebene Regel Nummer 1 und die wichtigste Regel ist, du bist verantwortlich für das, was vor dir passiert. Wenn vor dir jemand abrupt die Spur wechselt, ohne zu schauen oder zu blinken und du fährst ihm rein, dann bist du schuld. Und für das, was hinter dir passiert, sind die Leute hinter dir verantwortlich. Wie das dann aussieht, wenn ein Verlangen jemanden abdrängt, der von hinten kommt. Wenn das dann ein Thai-Staatsbürger ist, das muss man dann immer noch mal sehen. Aber grundsätzlich tut man schon immer sich selber einen großen Gefallen, wenn man darauf achtet, was passiert vor dir. Niemals auffahren auf jemanden, also immer Abstand halten von den Leuten, die da vor einem sind. Das ist die wichtigste Regel, übrigens auch in Vietnam, auch in Kambodscha, sagen mir auch erfahrene Expats, die sich viele, viele Jahre in diesen Ländern aufgehalten haben und sich da auch am Straßenverkehr aktiv beteiligt haben. Wichtig ist immer, dass du das im Auge behältst, was vor dir passiert. Thais gucken auch selten in den Rückspiegel. Das ist eine Geschichte, die ich selber auch erstmal lernen musste, nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, in den Rückspiegel zu gucken. Meine Frau war sie mal so genervt, dass sie sagte, was guckst du andauernd in den Spiegel? Glaubst du, dass du irgendwie nicht schön aussiehst oder stimmt dein Make-up nicht oder irgendwie was? Guck verdammt nochmal nach vorne. Ne? Du bist verantwortlich für das, was vor dir passiert. So, dann eine Frage, die mir oft gestellt wird oder die ich mir auch selber oft stelle, weil in vielen Videos ich gesehen habe, dass die Leute einem raten, verhaltet euch defensiv im Straßenverkehr. Wenn man nicht schneller fährt als 50, dann hat man größere Chancen, einen Unfall zu überleben. Und das stimmt, das hat eine gewisse Logik. Aber man ist dann eben auch mitten im Gewühl und hat dann eben auch eine größere Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden. Meine Strategie ist deshalb an einer roten Ampel, wenn ich an einer roten Ampel stehe, dann fahre ich mit dem Moped immer möglichst weit nach vorne. Und wenn die Ampel dann umspringt, dann gebe ich Gas. Also meine Strategie ist,
möglichst vor den Verkehr zu kommen. Wenn man vor dem Verkehr ist, dann hat man den ganzen Pulk von Fahranfängern, von unsicheren Leuten im Straßenverkehr, den hat man hinter sich. Wenn man in der Traube von Leuten fährt, die alle sich defensiv verhalten und alle dann plötzlich abbremsen, weil sie Angst haben, irgendwie was verkehrt zu machen, dann steigt meines Erachtens, das ist meine Erfahrung, dass die Gefahr für einen Unfall sehr viel schneller, als wenn man eben vor dem Verkehr ist. Natürlich, wenn du vor dem Verkehr bist, kommt auch irgendwann wieder eine Ampel und dann gerätst du wieder rein, aber dann fängt man eben das gleiche Spiel an. Man sieht eben zu, dass man vorne an die Ampel rankommt und gibt dann eben, wenn die Ampel umspringt, wieder Gas, damit man möglichst immer vor dem Verkehr ist und möglichst wenig Leute vor sich hat und möglichst eben nicht in einer Traube von verschiedenen Mopedfahrern, die plötzlich nach links oder nach rechts rüberziehen, sich bewegt. Das scheint mir eine ganz gute Strategie zu sein und ich bin damit jedenfalls auch bisher ganz gut gefahren. Das kann aber jeder sicherlich anders sehen und anders einschätzen. Schreibt mir deshalb gerne in die Kommentare, wie ihr euch im Straßenverkehr verhaltet. Fahrt ihr lieber ein bisschen robuster vorne weg oder verhaltet ihr euch defensiv, damit ihr, wenn ihr einen Unfall habt, den wenigstens überlebt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder. Das war's für heute. Vielen Dank und tschüss.